Sie ist Chance und Risiko zugleich. Künstliche Intelligenz. Bei der Konferenz des Digitalverbandes Bitkom geht es heute um die Frage, wie künstliche Intelligenz in Unternehmen eingesetzt werden kann. Gerade angesichts des Fachkräftemangels könnte KI in vielen Betrieben Lücken schließen. Gleichzeitig müssen aber Daten und Betriebsgeheimnisse geschützt werden. Diese 3 kleinen Kästen hat ein Hamburger Start-up für Siemens entwickelt. Damit wird jede Maschine des Unternehmens Teil eines KI-Netzwerkes. Sprich, die angeschlossenen Geräte wie etwa Greifroboter lernen von allen anderen Greifrobotern im Netzwerk, wie sie etwas besser machen können. Und zwar ohne, dass sie wissen, was der andere Roboter produziert. Ich kann dadurch meine Qualitätssicherung in den anderen Werken, auch in China, verbessern, ohne dass ich meine sensiblen Informationen, die ich in Deutschland in meinem Stammwerk gesammelt habe, dorthin übertragen muss. Diese Technik nennt sich föderiertes maschinelles Lernen. Dabei überträgt der Zentralcomputer immer nur kleine einzelne Verbesserungsvorschläge an alle Maschinen, egal wo sie stehen. Wird vor Ort etwas verbessert, geht diese Info ebenfalls an alle anderen Geräte, aber nicht mehr. Betriebsgeheimnisse bleiben gewahrt. Zusätzlich speichern die Einheiten vor Ort diese Verbesserungen und geben damit Gelerntes auch an den Menschen weiter. An Fachkräften, die das bislang gemacht haben, so die einhellige Meinung beim Branchentreffen heute in Berlin, fehlt es in Zukunft immer mehr. Der virtuelle Arbeitsraum spielt in Zukunft eine immer größere Rolle. So können Fachkräfte auch auf Maschinen zugreifen, die an anderen Orten der Welt stehen. Die 3 kleinen Kästen helfen dann auch wieder, damit die Verbesserungen Made in Germany nicht frei abrufbar sind im Rest der Welt.